Echtzeit. Ja. Moin zusammen. Hallo. Liebe Grüße aus dem wunderbaren Kiel. Mhm. Ja, wir erstellen heute gerade wieder ein paar Aufnahmen für euch, so von was passiert eigentlich hinter den Kulissen von Project Area 51. Und ihr erkennt es nicht, aber wir sind heute schon mal dabei, so, uns hier ein paar Details nochmal an der Wunderino Arena anzugucken, oder besser gesagt die Kieler Ostseehalle. Genau, und wir machen jetzt mal einen kleinen lockeren Bummel mal über das Gelände, soweit wie wir kommen. Und ja, können euch ja mal zeigen, wo das Ganze stattfinden wird hier. Genau. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir so nah beisammen stehen zu Corona-Zeiten, aber wir haben heute noch ein bisschen was anderes zusätzlich vor. Das heißt, wir sind hier in Kiel unterwegs und haben natürlich negative schön Corona-Tests und genau. von daher alles in Ordnung. Genau. Außerdem sind wir in dem wunderbaren Schleswig-Holstein, wo wir ja gerade ganz niedrige Inzidenzwerte haben und von daher ist das bei uns Gott sei Dank noch ein bisschen anders als in anderen Bundesländern. Aber das kommt alles. Von daher nehmen wir euch mal so eine kleine Runde mit auf unsere Runde rund um die Kieler Ostseehalle. Genau, und ein ganz kleines für die Anfangssequenz. Ich sehe ein bisschen dick aus, ich habe 2 Jacken an. So, wollen wir losmarschieren? Geht los. Ja, okay. Dann jetzt kannst du einmal drehen. Genau, wir können ja vielleicht mal was zu dem Platz hier sagen. Also, ein großer Parkplatz. Hier haben wir geplant, ich glaube, für die Cosplayer und für die Gruppen, die hier sein werden als Gast, hier glaube ich auch die Umkleide. Ja, hier werden die Umkleidemöglichkeiten nachher auch platziert sein. Parkplätze, sowohl auch für Anreisende mit Wohnmobilen. Händler. Ja, Händler natürlich mit ihrem ganzen Gerödel, die auch von dem Hintereingang halt in die Arena reinkommen. Also hier findet natürlich auch ganz viel statt, aber eher für die Leute, die hinter den Kulissen auch sind und arbeiten. Genau. So, und dann gehen wir mal zum Haupteingang, das wird da sein, oder? Genau, wir werden da oder von der Seite den Haupteinlass haben. Lass uns mal nach da gehen. Ja. So, alles klar, die Haare liegen. Ja, es ist in Kiel, es ist windig. Genau. Du könntest aber vielleicht ja dann doch noch mal einmal die Kamera drehen, weil jetzt kommen wir nämlich gleich zum Haupteingang. Ja, der Haupteingänge. Ja. Wo wir noch nicht entschieden haben, welcher letztendlich der Eingang sein wird. Oder aufs Weise. Ja. Und vielleicht mal ganz wichtig zu wissen für die Nicht-Kieler oder Nicht-Schleswig-Holsteiner, das ist tatsächlich ein Bundesliga-Stadion. Nicht für Fußball, aber für Handball, weil für die, die es nicht wissen, der THW Kiel ist natürlich der erfolgreichste Handballverein in Deutschland. Die Flensburger mögen es mir vielleicht verzeihen, aber der THW ist es halt eben. Ja. Noch ein kleiner Fakt am Rande. Was ihr hier seht, ist zwar der hintergelegene Parkplatz, aber hier vorne, also wenn ihr da so jetzt nach da vorne runter guckt, da ist nämlich sozusagen auch schon direkt die Kieler Innenstadt. Und wenn ihr mit dem Schiff anreisen solltet oder sowas, ihr habt nur 5 Minuten, nicht mal 5 Minuten Fußweg von der Förde bis zur Arena. Da oben übrigens, was man sieht, wird ebenfalls was stattfinden. Das ist nämlich der sogenannte Umlauf. Der geht einmal um die gesamte Arena, einmal rundherum. Das heißt, man kann sich oben im Umlauf aufhalten, weil dort wird natürlich auch viel passieren, sowohl als auch unten in der Hauptarena. Ja, also gut erkennbar THW Kiel. Ja. Das, was Mary ja gerade schon sagte, die sind hier halt zu Hause. So, und als nächstes, für uns eigentlich sogar ganz gut, das, was die Con verschoben worden ist, weil als wir angefangen haben zu planen, wurde hier neben der Arena ein Hotel angefangen zu bauen. Das sollte noch nicht letztes Jahr fertig sein, wo wir ja eigentlich die Con stattfinden lassen wollen, aber nächstes Jahr ist es definitiv fertig. Das ist gut, dass du das erwähnst, weil das könnte tatsächlich interessant für so einige Leute sein, die dann doch hier 1, 2, 3 Tage bleiben wollen und sich in diesem Hotel vielleicht sogar einmieten, weil das ist relativ
kostengünstig, so wie ich gehört habe. Ja. Und vielleicht kann man da noch mal was machen. Genau, also die sind jetzt so in den letzten Zügen und wir werden uns natürlich bemühen, jetzt auch wenn Corona ein bisschen besser geworden ist, mit denen in Kontakt zu gehen und da auch vielleicht den ein oder anderen Prozent vielleicht rauszuhauen oder vielleicht einen guten Kurs zu machen. Da können wir noch nichts versprechen, aber es ist natürlich für die Lage, für die, die es gerne nah an der Arena haben, ist es natürlich perfekt. Achso, haben wir denn den neuen Termin schon genannt? Nein, den haben wir noch nicht gemacht. Wir haben ihn noch nicht rausgehauen. Das ist nochmal was in der nächsten Zeit vielleicht ein gutes Thema sein könnte. Für alle auch sehr interessant, weil natürlich wegen der Planung. Ja. Also ich denke... Lass uns das in unserem nächsten Video machen. Genau. Würde ich sagen, das ist doch ein gutes Thema. Ja. Da hauen wir doch das nächste Mal schön das Datum raus. Genau, im nächsten Video gibt es das Datum. Oh, das ist ja selber auch noch alles nicht gesehen. Also das ist hier deine Parkgarage? Ja, hier sind dann Parkmöglichkeiten nachher. So, wie man schön erkennen kann, ist es halt nicht außerhalb, sondern wirklich mitten in der City. Das heißt also auch, wer keine Lust hat, mal kurz auf so viele Menschen, der kann auch mal um die Ecke gehen, mal kurz zur Förde, mal eine Stunde sich ausklinken. Ja, oder mal eben, wenn das Kostüm kaputt geht, sich hier zahlreich in der Stadt Ersatzteile holen. Das geht hier ganz gut, auch ohne Auto. Hier sieht man ganz gut schon mal, das ist der Kannst du da so Umlauf. rein? Geht das? Kannst du da so rein? Das ist da nämlich, wir sind Ah, ja hier eine ja. Etage höher Genau. und da ist dann so dieser Umlauf. Viele Kieler kennen das natürlich alles, ganz klar. Aber für die Nicht-Kieler vielleicht auch interessant. Und da werden wir zum Beispiel, das wissen wir schon, zum Beispiel eine ganz große Lichtschwert-Area haben mit Saber Project und den Förde-Sabers. Die werden von dem Umlauf einen ganz großen Teil bespielen mit Workshops und einem großen Stand und ganz tollen Sachen. Ja. Das wird sicherlich sehr, sehr interessant. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Es ist so eine schöne Location, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht umsonst halt, aber auch die größte in Norddeutschland, die wir hier finden konnten. Also ich finde, dass das schon eine sehr, sehr gute Wahl war. Ja. Und wir müssen an dieser Stelle uns auch wirklich mal bedanken an das Management der Arena. Vorher war das ja die Sparkassen Arena GmbH, jetzt weiß ich gar nicht, wie sie jetzt firmieren. Aber auf jeden Fall das ganze Team, das war jetzt auch so toll in Corona, obwohl die natürlich auch ganz andere Veranstaltungen zu verschieben haben, mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen in der Veranstaltungsbranche. Die waren immer für uns jetzt da, bei den 2 Verschiebungen, haben auch immer direkt beim Ersatztermin, waren sie sehr, sehr kulant. Und von daher eigentlich in dieser Zeit eigentlich auch echt fettes Dankeschön an Stefan und seine Leute. Das gesamte Team, ja. Ja. Hier übrigens der andere Eingang. Ich vermute mal, dass das mehr so der Haupteingang werden wird, weil es halt aus dem Stadtbereich halt gut zugänglich ist. Genau, und da sieht man einfach ein Schiff. Ja. Schaut, so nah ist das Wasser eigentlich, dass hier sogar die Schiffe von hier aus zu erkennen sind. Total schön. Genau. So. Also wie ihr seht, es ist natürlich relativ kuschelig, kann man natürlich nicht mit einem Stadion von den Bayern oder sonst irgendwas vergleichen. Nichtsdestotrotz, für das beschauliche Kiel ist es wirklich eine sehr, sehr schöne und ganz tolle Location und wir sind sehr, sehr froh darum, dass wir die Gelegenheit bekommen, die Veranstaltung hier ausrichten zu dürfen. Ja, definitiv. Ja. So, ja, dann haben wir euch heute wieder noch mal ein bisschen was hinter den Kulissen gezeigt. Ja, ihr wisst jetzt mal so, die Nicht-Kieler vor allen Dingen, wovon wir eigentlich die ganze Zeit reden. Worauf ihr euch einlasst, bevor ihr hier stundenlang rauffahrt? Genau, wir machen uns sehr, sehr viele Gedanken und wollten euch das einfach mal zeigen. Und wie gesagt, das nächste Video, das war ja jetzt eigentlich mehr so ein Lückenfüller, weil wir gerade jetzt mal hier auf der Ecke waren. Im nächsten Video erwartet euch was ganz, 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 ganz Tolles und der Termin, den werden wir dann im nächsten Video dann euch mitteilen. Es ist auf jeden Fall nächstes Jahr. Versprochen. Also, wenn uns Corona denn lässt. Ja, wenn uns Corona denn lässt. Also das weiß man in diesen Zeiten nicht, aber wir schauen positiv in die Zukunft, dass wir bis dahin alle durchgeimpft sind. Auf jeden Fall. In dem Sinne, bleibt uns wohlgewogen, bleibt Wir gesund. freuen uns auf euch Genau. und bis zum nächsten Mal. Bis Bis dann. dahin. Tschüss. Erstmal Tschüss.